Willkommen bei Wonderworks Podcast, dem Ort, an dem Menschen ihre Stimme erheben, Geschichten erzählen und gemeinsam wachsen. Ich bin Sala Puschnik, Hebamme, Mentorin und Wegbegleiterin für Menschen. In diesem Podcast sprechen wir über Mutterschaft, Vaterschaft, Weiblichkeit, Männlichkeit, Körperbewusstsein und die Kraft, die in jedem und jeder von uns steckt. Hier erwarten dich tiefgehende Gespräche, ehrliche Einblicke und Inspiration für deinen ganz persönlichen Weg. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder dich mitten in deiner Reise befindest. Also, lehn dich zurück, atme tief ein und tauche mit mir ein in die Welt von Wonderworks. Ich darf heute auf meinem Wonderworks-Sofa eine wunderbare Frau begrüßen, Madeleine. Sie ist Frau, sie ist Partnerin, sie ist Maskenbildnerin und sie ist zutiefst mutig. Madeleine teilt mit uns ihre ganz persönliche Geschichte von Geburten. Und damit sind nicht nur die Geburten von Kindern gemeint. Es sind Geburten im übertragenen Sinne. Momente des Wandels, des Verlustes, der Dunkelheit und des tiefsten Loslassens und der unglaublichen Kraft, die daraus entstanden ist. Denn auch wenn ihr die körperliche Spontangeburt ihrer Kinder aus medizinischen Gründen verwehrt geblieben ist, hat sie viele andere Geburten erlebt. Geburten, die sie geformt und gestärkt haben, sowie immer wieder daran erinnerten, ihr Herz auf ihrem Weg zur Mutterschaft offen zu halten. Denn dies war ihr tiefster Wunsch. In dieser Folge spricht Madeleine offen, ehrlich und voller Herz über diesen Weg, über Schmerz, Hoffnung, Wiederauferstehen und über das Licht, das manchmal erst in der tiefsten Dunkelheit sichtbar wird. Mach es dir gemütlich. Du hörst Wonderworks, Geschichten vom Werden. Hallo, liebe Madeleine. Hallo Sala. Ich habe mich unglaublich gefreut, als ich deine Nachricht damals gelesen habe, wo du, glaube ich, dir so die erste oder die zweite Folge angehört hast und mir dann sofort geschrieben hast, du würdest so gerne zu mir kommen und ganz was Besonderes mit mir und mit all denen, die uns zuhören werden, eigentlich teilen, weil du zum Teil einen ganz besonderen Weg hast. Und das Wunder, dass du heute, und danke, dass du dich noch, genau, dass du dir noch vorstellen kannst, in dieser hohen Schwangerschaftswoche eigentlich, mit mir da zu sitzen, dass das überhaupt möglich ist, schon unglaublich viel in deinem Leben passiert ist, dass es so ist. Und ich weiß, dass bevor du überhaupt diese Reise der Mutterschaft eigentlich eingegangen bist, kannst du dich in deinem Leben erinnern, wann war dann dieser Moment, wo du für dich als junge Frau, als Mädchen oder whatever, wann das halt war, gewusst hast, dass du einen Wunsch in deinem Herzen trägst, dass du Mama werden möchtest? Das weiß ich in der Tat ganz genau noch. Und zwar war das, als ich am Sterbebett bei meinem Opa gesessen bin und seine Hand gehalten habe und einfach gesehen habe, wie viele Menschen um ihn herum, alle Kinder, alle 5 Kinder, alle Enkelkinder, Urenkel sogar, die zu der Zeit, als er gestorben ist, im Wohnzimmer gespielt haben, weil ja Kinder ganz anders mit sowas umgehen natürlich. Und dieser familiäre Prozess, dieses Sterbe, die Begleitung des Sterbens als Familie, als große Familie, das war der Moment, wo ich gesagt habe, das will ich auch. Wie alt warst du da? Da war ich, jetzt muss ich kurz nachdenken, der Opa ist vor 7 Jahren gestorben. 25, 24, Okay, also 25. 25. Genau so. Davor habe ich eigentlich nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass ich ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe Aber das das war Leben so ein Schlüsselmoment. das war wirklich mein Schlüsselmoment. Von dem Moment an habe ich gewusst, dass ich Mama werden will. Und dass ich auch irgendwann mal, wenn ich dann in vielen, vielen Jahren da liege,
auch meine Kinder und meine dich herum Enkelkinder haben um mich willst. herum haben will. Wie hast du diesen Prozess, wenn ihr deinen Opa begleitet habt, Mhm. als er sich verabschiedet hat von dieser Welt, wie hast du das damals als 25-Jährige wahrgenommen? Also er ist krank gewesen und wir haben das aber binnen von, ich glaube, 4, 5 Wochen, ich sage eigentlich schon im Sterben gelegen. Also das hat 4, 5 Wochen gedauert. Er war sehr gut drauf bis zu dem Tag, als er im Sterben gelegen ist. Es waren genau 24 Stunden. Davor war er noch normal ansprechbar und hat noch irgendwo ein bisschen teilgenommen an unserem Familienleben. Und das war dann dieser Moment, das war ganz interessant, das hat mich auch sehr geprägt, wo alles andere rundherum nicht mehr wichtig war. Also wo auch die eigene Befindlichkeit und das eigene Leben in dem Moment stillsteht und es eigentlich nur noch darauf aus ist, dass da jetzt jemand liegt, der ist im Fokus, der ist im Mittelpunkt und alle anderen Menschen drumherum sind nur noch für diese eine Person da. Und das war ja für mich, für meine Familie, für uns alle eben, die da teilgenommen haben, ganz eine wahnsinnige Erfahrung. Also es ist geweint worden natürlich, es ist gelacht worden, es ist einfach, es ist gegessen worden dann auch. Also wir haben dann auch wirklich, wir haben einfach einen Familientag miteinander erlebt und haben währenddessen diesen Menschen begleitet. Wir haben die Hand gehalten, wir haben uns abgewechselt, wir haben überlegt, was könnte er brauchen, was könnte er wollen, was würde ihm jetzt irgendwie gut tun. Es waren magische 24 Stunden eigentlich. Ich denke mir immer, wenn ich das erzähle, dass die Menschen sich denken, boah, da stirbt ja wer, das ist ja, natürlich war es schlimm, es war traurig, gar keine Frage, aber es ist unaufhaltsam gewesen. Und was wir daraus gemacht haben, das war magisch. Ich glaube, dass das, was du beschreibst, diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, wo es umsonst nichts geht als das, was gerade in dem Moment passiert und wo die Zeit vielleicht so ein bisschen eine andere Dimension kriegt, das ist der Zustand, den ich bei Begleitung von Geburten einfach sehr oft erlebt habe, wo, bevor das Kind geboren wird, also grundsätzlich finde ich, dass dieser Prozess der Geburt unter einer sehr bestimmten Zeitrechnung oder Zeitempfinden eigentlich steht. Und dann gibt es einen Moment, das ist, wenn das Baby so ein Crowning ist, wo man den Kopf schon sieht, also wo ich manchmal das Gefühl habe, das ist so, als würde alles im Universum übereinander stimmen, wo alles total perfekt aneinander liegt und wo sich die Zeit ausdehnt, total andere Dimension kriegt und alles steht. Und es fühlt sich an wie unendlich, als wäre man in einer ganz anderen Realität und dann können irgendwie Wunder passieren. Und ich glaube, das Schönste, was in diesem Moment, dieser Ausdehnung passiert ist, dass man so präsent ist, in dem Moment ist und man sonst gar nichts denkt. Ja, ich glaube, es hat sich so angefühlt. So wie du das beschreibst, so hat sich das angefühlt. Das kommt dem sehr nahe. Genau. Und dann sehen wir sofort in deiner Beschreibung und in meiner Beschreibung, wie nah Tod und Geburt miteinander hängen und wie ähnlich der Beginn unseres Lebens und das Ende unseres Lebens eigentlich ist. Und ich traue mich sagen, dass ich diese Momente der Ausdehnung immer wieder im Leben erlebe. Am intensivsten unter der Geburt, aber dass es immer wieder so ist. Ich bin gespannt, was du mir später erzählen wirst, wenn wir über deine Mutterschaft reden. Zum Beispiel, wenn du einem Kind in die Augen schaust. Oder gerade früher haben wir mit einer Frau gedreht, die war mit 2 Kindern da. Und wenn dieses Kind dich anschaut, wo es dann wieder so ein paar Sekunden gibt, wo wieder alles übereinander stimmt und dann dehnt sich die Zeit wieder so aus. Und das ist das, was das Leben so wertvoll macht. Wenn man genau immer wieder, glaube ich, so Momente kreieren kann, wo einfach alles stehen bleibt und wo einfach im Moment so tief wahrnimmt, was jetzt gerade zählt. Ja, und es sind einfach dann auch Dinge,
gewesen da in diesen 24 Stunden danach, die für mich so prägend auch waren. Also wenn ich da auf meine Oma zum Beispiel denke, die seit ihrem, ich glaube, ihr 18. Lebensjahr, 17. Lebensjahr mit diesem Mann zusammen war, durchgehend 5 Kinder gekriegt hat, die waren wirklich, also die haben sich geliebt bis zum letzten Moment, also und darüber hinaus. Und wie diese Frau dann da gesessen ist und sie hat seine Hand genommen und hat gesagt, das ist in Ordnung, du darfst jetzt gehen. Und das war für mich so ein Liebesbeweis, dass ich mir gedacht habe, wow, die steckt alles zurück, ihre eigenen Emotionen, weil wer will denn seinen Mann nicht mehr haben? lassen. Wer will seinen Mann gehen lassen nach all der Zeit, nach all der Liebe? Sie hat nicht an sich gedacht, sie hat nur an ihn gedacht, sie wollte ihm einfach helfen. Den Raum geben. Genau, dass es dass er- möglich ist. Oder meine Nichte, die war zu dem Zeitpunkt, ich glaube 4, 5 Jahre alt, die hat was gebastelt, während der Opa im Sterben gelegen ist und hat ihm das dann, nachdem er gestorben ist, auf seinen Körper gelegt. Also die hat gebastelt für den Moment, dass der Opa jetzt in den Himmel geht. Also der Urli-Opa. Und das waren alles so Dinge, wo ich mir gedacht habe, boah, wir sind so viel mehr eigentlich, als wir uns das oft vorstellen. Oder als wir wissen. Wir bestehen aus so viel mehr. Ja, glaube, und wenn du früher gesagt hast, es klingt so komisch, wenn du erzählst, dass es was Schönes war, wenn man den Leuten erzählt, hey, du erzählst jetzt. Ja. Und dann sehen wir, wenn es eins uns allen definitiv gewiss ist, wenn wir auf diesem Planeten leben, dann müssen wir geboren werden, damit wir uns da verkörpern können. Und was uns allen gewiss ist, dass wir wieder gehen. Ja. Und und ich glaube, dass es wunderschön ist, wenn man so gehen kann, wie dein Opa gegangen Das ist. glaube ich auch, ja. Ich glaube, man kann sich einfach nicht schöner wünschen. Und was für eine Perspektive wir in unsere Welt hineinbringen, dass wir glauben oder eine Idee oder ein Konstrukt in uns tragen, Sterben muss schlimm sein, Sterben tut weh, Sterben tut Die nur Angst vor dem Toten. und die gell? Angst und dieses, Ja. genau, dass das so negativ konnotiert ist und dass du fast schlechtes Gewissen hast oder dich komisch fühlst, dass wenn die anderen denken, wenn du erzählst, wie heilig das eigentlich war. Und wie viel so Grundenergie dazu eigentlich verloren geht, wenn wir diese Erfahrungen gar nicht mehr haben können. Es ist auch so, dass ich von vielen auch gehört habe, die wollen da bei sowas nicht dabei sein, weil die wollen auch keinen toten Menschen sehen, der gerade gestorben ist. Und ich gebe zu, das hat mir schon anfänglich auch, weil ich ein bisschen ein komisches Gefühl vermittelt, so, ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben einen Menschen, der gerade gestorben ist, vor mir. Hat man Berührungsängste, hat man keine, und das ist auch vielleicht für manche jemanden komisch, aber ich habe meinen Opa wahnsinnig geknuddelt und gekuschelt und habe mir vielleicht auch noch einmal dieses Gefühl gegeben, dass er mich in den Arm nimmt oder dass man miteinander irgendwie Ganz nice. ganz nah ist. Und es war nicht im Entferntesten irgendwie komisch. Nicht eine Sekunde. Ganz im Gegenteil, es war friedlich und das war schön, und das bin ich froh, dass ich das gemacht habe, und ich bin froh, dass ich keine Angst gehabt habe. Weil das gehört auch zu einer der schönsten Momente meines Lebens, dass ich das noch einmal erleben habe dürfen, dass ich da dabei sein habe dürfen, dass ich Teil von dem sein habe dürfen. Schön. War wirklich, es war für uns als Familie wirklich Eine schöne Erfahrung. eine schöne Erfahrung. Intensiv, ja, sehr intensiv. So, und das war vor 7 Jahren. Genau. Und dazwischen ist vieles passiert. Ja. Und was ist dann mit deinem Wunsch in dir passiert, dass du gerne Mama werden möchtest? Ich habe das eigentlich dann mir so gedacht, irgendwann mal wird es dann schon passen. Ich bin halt doch ein Mensch, der gern gewisse Dinge geregelt hat, der einen gewissen Rahmen gern hat, Sicherheiten hat. Das heißt, ich wollte einfach eine Partnerschaft haben, die gut Hast funktioniert. du zu dem Zeitpunkt Partnerschaft gehabt? Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt keine Partnerschaft gehabt. Das heißt, es war klar, du möchtest diesen Wunsch dir mit einem Partner, Genau. Ja, mit einem Partner erfüllen. aber das muss passen und muss es passen. muss funktionieren. Und auch eben vom Job her, von der Arbeit her, Arbeit zu haben, eine Ausbildung fertig zu haben, eine gute. Was hast du gemacht zu dem Zu Zeitpunkt? dem Zeitpunkt habe ich gerade mein Studium, glaube ich, sausen lassen und habe Friseurin gelernt. Wo sich sehr viele dann auf den Kopf gegriffen haben, wieso ich jetzt auf einmal Friseurin wäre.
die Lehramtsstudentin, die auf einmal Friseurin wird. Aber ja, das hat einfach einen Hintergedanken gehabt. Ich wollte einfach im Theater arbeiten und ich wollte Maskenbildnerin sein. Und dafür ist mein Herz eigentlich schon sehr lang, hat mein Herz dafür geschlagen. Mhm. Ich habe mich nur nicht getraut, weil wenn man Matura macht, dann geht man halt studieren und dann macht man das halt einfach alles so, weil das gehört sich Ja, halt. aber was hat dich dann wirklich bewogen, dass du diesen Mut zusammengefasst hast, dass du aus einem Lehramtsstudium in, Eigentlich eine gute Frage. ja, Ich, weil das ist gar, also, ich habe das einfach entschieden. Ich habe das einfach entschieden, ich mache das jetzt. Punkt, aus, Ende. Ich meine, diese Zeiten mit meiner Hüfte, wo ich ja so, das war alles davor, wo ich so medizinische Probleme, also magst du kurz teilen? ja, genau, also ich habe im Prinzip 4 Hüftoperationen gehabt, 3 davon waren sehr schwere Hüftoperationen. Du bist schon als Baby mit Genau. einer Dysplasie, Hüftdysplasie auf die genau. Welt gekommen. Das ist aber dann irgendwie nicht richtig beobachtet worden und später dann, als ich 14, 15 war, ist das dann durch den Sport, weil ich habe sehr viel Sport gemacht, rausgekommen, dass das hinten und vorne nicht passt und dass man was machen muss. Und ich habe dann aber eigentlich da habe ich wirklich Angst gehabt und bin dann lieber mit den Schmerzen weiter durch mein Leben gegangen und habe es einfach gelassen. Ist natürlich immer schlimmer geworden. Klar, die Abnutzung ist immer ärger geworden. Und irgendwann mal mit 20, glaube ich, war es dann so, dass ich mich im Winter nicht einmal mehr die Schuhe anziehen habe können. Also ich bin nicht mehr bücken können. Vor Schmerzen. Vor Schmerzen. Ich bin nicht mehr spazieren gehen können. Also es war wirklich, ich habe mir die Hüfte einrenken müssen, mehrmals täglich, weil sie stecken geblieben ist. Und irgendwann, Einfach selber? ja, einfach selber, habe da eigene Technik gehabt. Dann hat das einmal fester geknackst. Und dann ist wieder gegangen für eine gewisse Zeit. Und das habe ich dann halt am Ende doch schon mehrmals täglich gemacht. Für mich war es ganz normal, für andere in meinem Umfeld nicht. Jetzt wird was tut sie da jetzt schon wieder? richten. Ja, ich muss mal ganz kurz. Ja, und dann bin ich doch zum Spezialisten gegangen und der hat mir das dann eigentlich ziemlich klipp und klar gesagt, also dass man das einfach nur mit einer sehr, sehr schweren, langwierigen Operation in den Griff kriegt. Und er wird mir das sehr stark anraten, weil sonst werde ich in wenigen Jahren im Rollstuhl sitzen. Beziehungsweise künstliche Hüften kann man in dem Alter einfach, das machen sie nicht so gern, weil ab 60 hat man dann einfach gar keine Hüfte mehr und dann sitzt man auch wieder im Rollstuhl. So, also es war dann Alternative, Genau. OP oder Rollstuhl irgendwann einmal. Bald. Genau, ja. Und ich habe dann gesagt, na okay, gut, ich mache das. Ja, das gehört, also die Zeit gehört sicher zu wahrscheinlich der schlimmsten meines Lebens oder einer der schlimmsten meines Lebens, weil das einfach Schmerzen waren, ich kann sie gar nicht in Worte fassen, ich habe Gott sei Dank so viel Morphium zu der Zeit genommen, dass ich es vergessen habe. Aber das waren Schmerzen, die wirklich einen überlegen lassen, ob man sich das Leben nimmt. Also das, Warst du mal an dem Punkt? ja, ja, also ich war ziemlich gleich bei der ersten Operation, die Ärzte haben es schon ziemlich gesehen nach ein paar Tagen, weil man ist halt wirklich bettlägerig, also es geht halt gar nichts. Und die sind dann schon gekommen, ganz vorsichtig, dass sie mir halt eben Antidepressiva geben wollten, weil sie einfach gemerkt haben, da ist irgendwie keine Lebensfreude mehr in mir drin. Und das braucht man für den Heilungsprozess halt nun mal einfach auch. Man braucht da einfach ein gutes Mindset, damit man das überstehen kann. Und ich habe dann gleich eingewilligt, habe das dann genommen. Das hat mir auch gut getan und hat auch gut funktioniert. Und ja, dann sind halt, ich weiß leider die genauen Abläufe nicht mehr, aber dann sind Monate Was hat dich immer vergangen. wieder zurückgebracht von dem Gedanken, dass du doch mehr leben willst, als nicht leben willst? Naja, das Ding war, ich habe es ja schon gemacht gehabt. Das heißt, diese Operation habe ich bereits hinter mir gebracht. Und da gibt es ja keinen Weg zurück mehr, in Wahrheit. Da gibt es nur noch einen Weg nach vorne. Und ich habe einfach immer wieder versucht, meine Kraft, in meine Kraft zu kommen, um das irgendwie zu managen, um das zu schaffen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass ich eine Mutter habe, die sich rührend um mich gekümmert hat, die mich gepflegt hat, die mit mir als 20-Jährige aufs Klo gegangen ist, mich geduscht hat, mich angezogen hat und das wochenlang. Also da muss man jetzt schon sagen, wenn man so Vertrauenspersonen hat, die so für einen da sind, dann ist das natürlich schon noch einmal eine andere Sache, als wenn man jetzt vielleicht einsamer ist. Und ja, es ist halt nur, was halt natürlich immer wieder aufgetreten ist, man ist 20, alle um einen herum gehen fort, machen Party, haben ihren Spaß und man liegt einfach nur den ganzen Tag. Und man kann nichts machen. Man wartet einfach nur darauf, dass das vergeht, dass es besser wird, dass man auf Reha gehen darf, dass man auftreten darf, dass man wieder gehen lernen darf. Weil es ist einfach danach wirklich nichts mehr wie vorher gewesen. Es war
auch das gesamte Körpergefühl nicht mehr wie vorher. Es waren Nervenschäden in den Beinen, also vor allem in dem operierten Bein. Krasser Unterschied zum anderen, das normal funktioniert und das andere hat kein Gefühl mehr. Es ist einfach, es sind Dinge, mit denen man dann irgendwie leben muss. Man sagt, okay, das muss ich jetzt akzeptieren. War für mich ganz schwer. Ja, und so ist es da hingegangen. Und dann war natürlich klar, ich muss ja die zweite Seite auch noch machen. Das war klar. Das war dass es klar von beide Anfang an, sein dass es müssen. beide sein müssen. Und das war natürlich schon ziemlich schlimm. Aber ich habe es auch, also ich bin wirklich bemüht, da jetzt dann drüber zu stehen und zu sagen, du schaffst das noch einmal, du schaffst das. Und es haben auch immer alle zu mir gesagt, du musst es noch einmal machen, du musst es noch einmal machen. Und ich habe es dann gemacht und ich habe dann schon gewusst, was auf mich zukommt. Es war in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen leichter, weil beide Beine sich dann auf einmal gleich angefühlt haben. Man hat auch diesen Dauerschmerz, den ich vorher gehabt habe, der war nicht mehr so gegeben nach der Heilung. Ja, und dann ist es halt blöderweise etwas passiert, und zwar, dass das nicht funktioniert hat beim zweiten Mal und ich nochmal operiert werden habe müssen. Und das war der Moment in meinem Leben, wo also das war ganz interessant, ich rede mit meiner Mama oft über das. Da da hat irgendwas in meinem Hirn Klick gemacht und da war nichts mehr. Also da war gar nichts mehr. Also ich habe dann auch Panikattacken gekriegt, weil ich gesagt habe, ich stehe das nicht nochmal ein drittes Mal durch. Und ja, ich habe eigentlich nur noch gewarnt. Also es war gefühlstechnisch, also ich habe mich so tot innerlich gefühlt, dass ich einfach gedacht habe, ich muss alles ausschalten, damit damit ich noch atmen kann. Und auch da wieder habe ich eine Mutter, die in der Sekunde reagiert hat und mit mir, ich glaube, am nächsten Tag sogar schon zum Psychiater oder am übernächsten gegangen ist. Und ja, der hat auch was Nettes zu mir gesagt, das habe ich ganz lieb gefunden. Er hat gesagt, das ist so, wie wenn ein Auto auf der Autobahn 100 km/h in der zweiten Fahrt, irgendwann geht der Sprit aus. Und das ist bei mir der Fall. Hast du dich gut mit dem Auto auf der Autobahn identifiziert? Nein, es war irgendwie eine total nette Aussage, eben so quasi, dass man nicht verrückt ist, wenn man da jetzt an was braucht. Ja, und ich habe dann Antidepressiva gekriegt und Schlaftabletten, also in Kombination, was super war, ich will nicht mehr schlafen können. Und das hat mich dann schon sehr aufgepäppelt. Und dann habe ich meinen gesamten Mut zusammengenommen und habe mir gedacht, einmal noch und du schaffst das. Und ich habe das dritte Mal wahrscheinlich sogar von allen Malen am besten weggesteckt. Und ja, es war dann einfach wieder gut. Aber das hat schon, also von 20 bis, bei dir ungefähr 3, 4 Jahre, 24. Also ich habe dann eben studiert immer, was halt gegangen ist. Und dann hast du da dich dreimal neu geboren quasi. Wahrscheinlich Und dann war das ein Grund mit. Und dann war der Grund, also ich denke, Das wird also jetzt ich sicher sehe zusammenhängen. weißt du, jetzt habe ich echt also jetzt muss ich was teilen mit dir, weil es mich sehr berührt und weil ich eine unglaublich schöne Assoziation zu einem Thema habe, was du sonst noch in deinem Leben hast, zu dem wir heute auch noch kommen werden. Also ich glaube, dadurch, dass du dreimal so in der Enge, in der Verzweiflung und in der Dunkelheit warst und aus dieser Enge und der Dunkelheit heraus, wo man nicht weiß, ob man überlebt oder nicht, Ja. in einer Art und Weise es geschafft hast, ins Leben zu gehen, Ja zu sagen und den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, also das sind so Phasen grundsätzlich in unserem Leben, die uns viel näher an unsere Essenz, viel näher zu uns selbst bringen. Und ich glaube, dass du da dann noch einmal klarer gespürt hast, ist es die Uni oder willst du ganz was anderes machen? Und jetzt mache ich einen Sprung, zu dem wir dann später noch einmal zurückkommen werden. Und ich weiß, dass es eine tiefe Traurigkeit vielleicht auch in dir gibt, dass du letztendlich zweimal ein Geschenk der Mutterschaft erleben darfst und wegen deinen Hüftoperationen nicht spontan entbinden Ja, da war ich kannst. sehr emotional. Ja, Ja. stimmt. Und dass dich das sehr beschäftigt, weil du das immer wieder hinterfragst, dass du da um etwas beraubt wirst. Und weißt du was? Ich glaube, du hast es dreimal so intensiv erlebt, dass das Universum sich denkt, das reicht. Das ist dann vielleicht eine gute Weil Assoziation, ja. wenn du glaubst, dass da irgendwas
nicht erleben wirst, Mhm. was diesen Prozess angeht. Ich kann dir jetzt sagen, so wie du es beschrieben hast, wie es dir während diesen und nach diesen 3 OPs gegangen ist, Mhm. das ist Geburt. Mhm. Und du hast es 3-mal richtig, richtig intensiv erlebt. Mhm. Und es ist nicht etwas, was du in deinem System nicht trägst. Auch wenn du deine Kinder nicht spontan Das ist ein gebären sehr kannst. schöner Gedanke. Und vielleicht gebe ich dir das mit, Ja, weil ich weiß, wie viel Thema das das gibst ist. du mal wirklich mit jetzt, ja. Dass du das heute mitnimmst und weißt, okay, I did it 3 times. Okay, was kann mir noch passieren? Ja. Weil ich glaube, dass es definitiv so war danach, dass du gedacht hast, was soll mir jetzt noch passieren? Ich meine, was Ja. kann denn noch passieren? Stimmt, das habe ich Dass mir öfters ich, gedacht. dass ich es einfach, ich schaffe alles, Mhm. oder? Ja. Möchte man Danke. meinen, aber es ist dann doch anders gekommen. Ja, genau. Ja. Und dann hat sich das Universum gedacht, okay, jetzt Eins nehmen wir geht noch. eins drauf. Eins geht noch. Dann schicken wir jetzt den richtigen Partner, Ja. damit sie sich in den verliebt, dass er sich in sie verliebt und dass sie hoffentlich beide den gleichen Wunsch in sich tragen und diesen Weg gemeinsam gehen können. Und es ist passiert. Ja. Du hast deinen Partner kennengelernt. Wie alt warst du da? Boah. Das muss. 27, 28? Ja, oder schon? ja, es war früher schon. Früher schon. Also der Opa ist gestorben und ich glaube ein Jahr später oder so. Also 26. Also wir sind 7 Jahre zusammen jetzt, ja. Ja, Heuer. okay. Hast du ihn kennengelernt? Mhm. Und hast ihm sofort gesagt, nur dass du weißt, Schatz, Mutter will ich werden. Am Anfang, ja doch, ich habe es schon gesagt, weil ich gleich gesagt habe, jetzt bin ich in einem Alter, da will ich jetzt nicht irgendwie da meine Zeit verschwenden und, und dann am Ende, also wir haben darüber gesprochen, aber es war halt noch kein Thema. Okay, aber du hast es Es war von Anfang an grundsätzlich- einfach klargestellt, dass das ein Genau. Wunsch ist, den du Und in dir wollte trägst. wissen, ob er den Wunsch auch hat, Was? weil sonst hätte es nicht funktioniert. Mhm. Und er hat gesagt, er möchte auch gerne mal Kinder haben, aber nicht jetzt. Und ich habe gesagt, Ja, nein, genau. ich möchte jetzt auch noch nicht, aber irgendwann mal in den nächsten Jahren würde ich gerne Kinder haben. Und ja, es war dann eigentlich so eine richtige klassische Beziehung. Also wir haben uns gemeinsam ausgetobt, wir sind jedes Wochenende fortgegangen und angetrunken bei der Tür reingekumpelt am Abend. Also es war einfach ein Spaß Viel pur. Party gemacht. Es war 3 Jahre Spaß pur. Spaß pur. Also ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nie so viel Spaß gehabt wie in diesen 3 Jahren mit diesem Menschen. Aber er ist halt, du kennst ihn eh, ein sehr humorvoller Mensch und man erlebt halt einfach sehr viele lustige Dinge mit ihm und lustige Momente, schöne Momente, Urlaube, alles Mögliche. Mhm. Es war einfach eine wunderschöne Zeit. Mhm. Wirklich eine wunderschöne Zeit. Und ja, irgendwann mal, so nach 3 Jahren, war dann meine Ausbildung auch fertig, weil ich war dann nachdem ich Friseurin geworden bin, habe ich ja nochmal gelernt und bin dann Maskenbildnerin geworden. Und das haben wir auch natürlich abgewartet, bis ich den Lehrabschluss habe, bis ich den fixen Job im Stadttheater habe. Und dann haben wir gesagt, so. Und bis zu dem Zeitpunkt hat eigentlich, also ich habe noch nie mir darüber eine Sekunde Gedanken gemacht, Mhm. dass man nicht schwanger wird, wenn man schwanger werden will. Es ist eigentlich total naiv im Nachhinein betrachtet, Mhm. obwohl ich schon zu dem Zeitpunkt wusste, dass es Frauen gibt, die nicht schwanger werden oder die irgendwie länger brauchen oder wo es Probleme gibt. Aber ich bin nie eine Sekunde davon ausgegangen, dass es bei mir so sein könnte. Mhm. Es war wirklich so, also wir fangen jetzt an und so in einem halben Jahr wird es dann schon funktionieren. Mhm. Und wie war es dann? Ja, und es war eigentlich dann so, dass gar nichts funktioniert hat und wir waren dann nach einem halben Jahr beim Arzt, weil das war ganz witzig, ich habe auch Ovulationstests und sowas gemacht und die haben verrückt gespielt. Also ich habe auch so einen langen Zyklus gehabt und kaum Periode. Ich habe gedacht, das ist normal. Manche haben auch gesagt, dass das nicht ganz normal ist. Mhm. Und beim Arzt sind wir dann eben drauf gekommen, dass ich nie einen Eisprung habe. Also es ist nicht möglich, schwanger zu werden. Es geht einfach nicht. Wir können uns noch so bemühen, es wird nicht funktionieren. Ja, das war dann schon mal irgendwie ein Schock, weil man sich gedacht hat, puh, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, und dann haben wir halt einfach, dann ist eigentlich diese Leichtigkeit und dieser Spaß, den wir gehabt haben, das hat dann recht schnell umgeschlagen. Genau, es ist dann nicht mehr so spaßig gewesen, weil auf einmal waren wir dauernd beim Arzt oder es ist dann immer geschaut worden, wie diese Das Follikel heißt, sich die entwickeln. Medizin hat eigentlich
klar gesagt, dass es für dich unmöglich ist, Ja, schwanger zu genau. werden. Also das war einfach, also die Eizellen sind so mickrig und verkümmert gewesen. Ich habe dieses BCO-Syndrom, ich habe ganz viele Eibläschen auf meinen Eierstöcken. Ich habe immer liebevoll gesagt, die schauen aus wie kleine Diskokugeln auf dem Ultraschall. Alles voll ist mit Eibläschen. Und ja, also es war dann auch irgendwo dann auf einmal sehr schlüssig, warum man das mit der Periode nicht, warum ich keine Periode gehabt habe, warum die Zyklen so ewig lang waren. Die Ovulationstests sind übrigens ausgeschlagen, wahrscheinlich, weil die männlichen Hormone so hoch waren und das auch ein Zeichen dafür sein kann, dass es dann irgendwie einen Impuls gibt, dass dieser Test halt ausschlagt. Ja, und es war dann auch, es ist dann dieser Moment auf einmal gekommen, bevor man ja irgendwie mit Kinderwunschbehandlungen eigentlich anfängt, dieses Geschlechtsverkehr nach Plan, nenne ich es jetzt mal. Das ist so ziemlich, glaube ich, das Unlustigste, was man sich vorstellen kann. Wenn man dann da beim Arzt sitzt und der schaut einen an als Paar und sagt, so, und heute Morgen wäre super, wenn ihr Geschlechtsverkehr hättet. Und dann geht man heim und man denkt sich dann, Fühlt sich richtig heiß an. ja, wie schaffen wir das jetzt, dass wir miteinander eigentlich Liebe machen können in einer Situation, wo dir das auch wildfremder oder ein fremder Mensch eigentlich Sag. sagt, du sollst das jetzt tun. Und wurde dein Partner auch abgeklärt? Ja, es ist ja bei ihm halt, er hat seine eigenen Themen, sagen wir es mal so. Es war ist bei ihm auch nicht so eine einfache Angelegenheit, aber eben wir haben da im Vorfeld darüber gesprochen, dass es sein Thema bleibt. Genau. Genau, aber es ist jetzt auch von seiner Also Seite man aus hat klar gesagt, medizinisch, dass es Genau. für euch beide nicht möglich. nicht So nicht möglich ist möglich natürlich wird, schwanger zu werden. Genau. Das Also ist das nur war- über Kinderwunsch. Genau, also zuerst haben wir es noch mit diesem, bevor das alles rausgekommen ist, haben wir das noch über diesen Geschlechtsverkehr nach Plan probiert. Und es ist dann weiter geforscht worden. Also es ist dann immer weiter Diagnostik gemacht worden. Ich habe ja auch eine Bauchspiegelung gehabt, wo Endometriose gesucht worden ist und diese ganzen Dinge. Das ist im Vorfeld auch alles passiert. Genau. Und dann ist irgendwann der Punkt da gewesen, wo es geheißen hat, so mit Kleinigkeiten kann man nicht mehr helfen. Wir brauchen das Gesamtpaket. Jetzt weißt du und ich, was das Gesamtpaket ist. Magst du mal das kurz den Leuten erzählen, die uns jetzt zuhören oder zuschauen? Was heißt das jetzt? Du sitzt da, hast unglaublich viel Spaß in deinem Leben gehabt, hast einen tiefen Wunsch in dir, den du in deinem Herzen trägst, der Mutterschaft. Und dann beginnt diese Reise und die wird einfach immer schwerer und immer schwerer und die Leichtigkeit geht immer mehr verloren. Wie belastend war das für eure? Also zuerst sagst du dann, was ist das Gesamtpaket? Und dann würde ich mich total freuen, wenn du teilst, was es dann tatsächlich für eine Beziehung heißt, in dieser Situation zu sein, wie ihr das erlebt habt. Also eben, das Gesamtpaket war dann, dass wir in einer Kinderwunschklinik gelandet sind und uns im Prinzip auf eine IVF bzw. ICSI eigentlich, also das sind zwei ähnliche Verfahren der künstlichen Befruchtung vorbereitet haben. Das heißt, wir haben dann einfach einmal erfahren, wie das alles funktioniert und so weiter. Soll ich das jetzt auch noch anschauen? Nein, das war's. Genau. Ja, was war das für unsere Beziehung? Es war dadurch, dass wir sind beides Menschen, die wenn es ein Problem gibt, packen wir das an und machen wir das gemeinsam. Wir sind ein wahnsinnig gutes Team, das hat sich in all diesen Jahren nicht ein einziges Mal geändert. Das hat sich auch in dieser Zeit nicht geändert. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir nicht so ein gutes Team gewesen wären, aber es hat uns erschüttert und die Beziehung hat sehr viel aushalten müssen. Sehr, sehr viel. Anfänglich nicht, weil am Anfang waren wir noch sehr euphorisch. Wir machen das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Das wird ganz super funktionieren. Und ja, im Umfeld, man hat im Umfeld ja doch irgendwo jemanden, der das auch gemacht hat oder der das auch gehabt hat. Und wir haben in unserem nächsten Umfeld jetzt niemanden gehabt, der jetzt da so betroffen. Ja, so ein Problem gehabt hat. Das waren halt einige auch dabei, die vielleicht eine künstliche Befruchtung gehabt haben, wo es beim ersten Mal schon funktioniert hat oder vielleicht dann beim zweiten Mal. Aber es war jetzt niemand dabei, der jetzt, wo man das Gefühl gehabt hat, okay, bei dem scheint gar nichts zu funktionionieren. Aber das war bei euch dann der Fall? Das war bei uns dann der einfach Fall. Nichts funktioniert Genau, hat? es ist einfach wirklich Auch gar im nichts. Gesamtpaket? Im Gesamtpaket nicht funktioniert hat. Und das war dann, es war dann einfach so, dass
dass er mich wahnsinnig motiviert hat, weil er war immer der starke Part in all dieser Zeit eigentlich oder der Stärkere. Vielleicht hat es dann auch außen hin für mich oft nur so ausgeschaut. Und er hat einfach gemerkt, wie sehr ich leide drunter, Mhm. weil seine Einstellung zu dem ganzen Thema, er wünscht sich, hat sich wahnsinnig Kinder gewünscht, aber er hat gesagt, das Leben ist für ihn mit mir auch schön. Mhm. Und er kann dem auch was abgewinnen. Und das Mhm. war ja ein Satz, den ich überhaupt mit Herrn abkennen. Also das ist mir von außen leider oft gesagt worden, das Leben ohne Kinder ist ja auch schön. Mhm. Und es ist aber eine Aussage, die man einer Frau, die sich so sehr ein Kind wünscht, die kann man sich einfach sparen. Weil das gehört mitunter zu den schlimmsten Aussagen überhaupt. Weil, was heißt, Was waren noch so Sätze, die du gehört hast, die Leute vielleicht aus ihrer Ohnmacht bei vielleicht auch manchen sagen? passt es einfach nicht. Mhm. Man passt einfach nicht. Man muss das akzeptieren. Was waren da noch für Sachen? Das ist nicht normal, eine künstliche Befruchtung. Mhm. Das ist Habt ihr das eigentlich offen in eurer Familie ja, gehalten sehr oder offen. war das etwas, was... Wir waren sehr offen damit und also so offen wie ich jetzt mit dem Thema umgehe, Mhm. bin ich auch schon währenddessen mit dem Thema umgegangen. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch der Grund war, warum ich auf so viel schlimme Dinge angestoßen bin oder auf verletzende Dinge von der Außenwelt. Aber jetzt verletzt es mich nicht mehr, aber ich werde nicht aufhören, darüber zu reden. Mhm. Und zwar so lange, bis alle Menschen, die das hören, das für völlig normal erachten. Und was mir zum Beispiel auch geholfen hat, dieses mitleidige, angeschaut zu werden, ach so, ja, halt darf man jetzt nichts mehr sagen. Na, Mhm. frag mich. Frag mich, was das mit mir macht, was das aus mir macht. Mhm. Frag mich, wie das funktioniert. Interessiere dich für mich und nicht, Mhm. da darf man nicht drüber reden, weil darüber sowas redet man nicht. Doch, darüber redet man. Mhm. Und dann ist es ganz normal und dann wird sich keine Frau mehr dafür schämen. Und ich habe mich Mhm. geschämt. Ich habe mich sehr geschämt. Lange Zeit. Scham war womit verbunden? Dass ich es als Frau nicht schaffe. Mhm. Dass ich als Frau nicht fähig bin, schwanger zu werden. Das Natürlichste der Welt. Mhm. Das Normalste der Welt. Dass man ein Kind kriegt, dass man schwanger wird. Für das die Frau ja eigentlich erschaffen worden ist, Leben zu schenken, so quasi. Mhm. Diese ganzen alteingesessenen Gedanken, die man gesellschaftlich halt mitkriegt. Hast du es dir dann erlauben müssen, für dich das zu dekonstruieren und das zu verändern in deinem eigenen Weltbild, weil dir nichts anderes übrig geblieben Ja. ist? Weil du kannst dich ja nicht immer verneinen und sich selbst in Frage stellen, da wirst du ja verrückt. Ja, da wird man verrückt. Es ist auch wirklich auch so gewesen, dass der Absturz also man kann sich das so vorstellen, man geht da euphorisch an die Sache ran Mhm. und man fällt immer tiefer in ein Loch, immer tiefer, 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 bis das so tief ist, dieses Loch, Mhm. man spürt, da kommt man nie wieder raus. Mhm. Und wir haben das dann auch nach vielen Versuchen irgendwann mal, hm, war das so, dass ich keine Lebensfreude mehr gehabt habe. Also Wie viele Versuche waren das? also wir haben im Prinzip 4 Mhm. Komplettversuche gehabt, Mhm. genau mit den Spritzen und allen. Und zwischendrin immer wieder Transfere. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal ganz genau sagen, weil ich glaube, es war das 7. Mal, das funktioniert hat dann am Ende der ganzen Geschichte. Du musst Aber aber auch wissen, dass der Körper immer stimuliert ist. Das heißt, du genau, bist ja da nicht du selbst. nein. Also es waren 2 Jahre völlig unter Hormonen, Mhm. durchgehend unter Hormonen. Also auch im Prinzip, jeder dieser Prozesse, und das würde ich im Nachhinein betrachtet auch anders machen. Mhm. Ich würde mir viel mehr Zeit geben, ich würde meinem Körper, meiner Psyche viel mehr Zeit geben, zu trauern. Mhm. Nur dieser Schmerz, den muss man sich so schlimm vorstellen, diesen emotionalen Schmerz, dass man das Gefühl hat, man kann es nur wegkriegen, wenn es endlich Wenn es funktioniert. endlich funktioniert. Und deswegen macht man auch ständig weiter. Mhm. Weil man einfach sich denkt, ich kann so nicht weiterleben, wenn es nicht funktioniert, Weil es zu sehr wehtut. weil es so weh tut. Aber im Nachhinein betrachtet, noch einmal würde ich mir die Zeit geben, diese Trauer jedes Mal, und ich weiß, es war jedes Mal fürchterlich schlimm, aber ich würd sie anders erleben. Der einfach Raum geben. Genau. Akzeptieren, dass es so ist und einfach mir selbst die Zeit zu geben. Mhm. Das ist ein Verlust. Dass die Seele einfach nachkommen kann, oder? Und ich glaube auch, man muss es wirklich so sehen, eine nicht funktionierende künstliche Befruchtung ist ein Verlust. Mhm. Es ist einfach ein Verlust. Ich meine, man geht da am Das Anfang. Verlust von Hoffnung. Genau. Und auch Verlust von einem Baby, weil man hat ja im Prinzip ein Embryo eingesetzt gekriegt und dieser Embryo, der ist wieder weg. Mhm. Ob ihn der Körper jetzt absorbiert, ausstoßt oder sonst was, er ist weg. Es ist keine Fehlgeburt. Aber Mhm. es ist
es ist, es Ein ist Leben, was dann nicht genau, mehr lebt. ein Leben, was man erlebt, Hoffnung, die einfach weg ist. Und es ist einfach interessant, weil man am Anfang kriegt man ja natürlich dann auch noch diese Bilder von den Embryos und so weiter. Es war also, da freut man sich. Ich kann mich noch erinnern, das erste Mal habe ich dann dieses Bild von diesem Embryo, das habe ich sogar verschickt an meine Familienmitglieder, so: „Da ist jetzt unser Embryo und der ist eingesetzt worden." Und im Verlauf des Ganzen Mhm. wollte man nicht einmal mehr ein Bild haben, weil man hat sich nur noch gedacht: „Für Wofür? wa für was? Mhm. Für was soll ich jetzt noch ansammeln dafür, dass Für es den wieder" emotionalen Rollercoaster? genau, für das, dass es wieder weitergeht. Und ich habe wirklich jedes Mal 24 Stunden im Bett verbracht, wenn ich einen Anruf gekriegt habe, dass es nicht funktioniert hat, und die 24 Stunden durchgeweint. Mhm. Und ich habe 24 Stunden, das waren immer genau 24 Stunden, bis ich wieder aufstehen habe können, weil der Schmerz einfach so unerträglich für mich war. Und da dieses Gefühl, es ständig wieder machen zu müssen, ständig wieder alles auf das abzustimmen. Es ist ja, man verliert ja auch irgendwie die Körperlichkeit zu einem selber, die Weiblichkeit, die Liebe zum eigenen Körper, alles. Es ist einfach, ich meine, man geht da so oft zum Frauenarzt, man lässt sich da eine schauen, sage ich jetzt mal blöd gesagt. Das ist Bist du dann mehr Objekt, ja, also als ich dass war du dich als Frau gefühlt ja, hast, absolut, als ja. Human Being Ja, gefühlt hast? nein, man sitzt da mit vielen anderen zusammen und man denkt sich: „Okay, so da geht jetzt eine nach der anderen eine und da wird jetzt geschaut, wie schaut's aus?" Und ja, es ist irgendwie, es hat nix mit dieser romantischen Vorstellung einer Familiengründung zu tun. Mhm. Diese Romantik geht völlig verloren und das ist medizinisch. Das ist Mhm. eine medizinische Angelegenheit, das ist ein bisschen, man ist ein bisschen Versuchskaninchen, weil der Arzt probiert ja irgendwie alles Mögliche aus, dass es funktioniert. Aber man ist irgendwie nicht mehr, ja, also, wie gesagt, weiblich habe ich mich zu der Zeit gar nicht mehr gefühlt. Ist natürlich auch das Sexleben, also, da Mhm. gibt's kein Sexleben mehr, Mhm. weil da ist von beide Seiten aus nur noch: „Oh Gott", Mhm. das ist nur noch Wissenschaft. Mhm. Das ist sonst nix mehr. Und was musste dann oder was ist dann passiert, dass das Wunder möglich war? Ja, was ist passiert? Es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel von vielen Faktoren gewesen. Wir haben ja dann irgendwann mal, es war so, dass ich einfach nur noch geweint habe. Und irgendwann hat dann einfach mein Partner zu mir gesagt: „Wir müssen irgendwas machen. Was können wir machen, dass es dir besser geht, weil das ist kein Zustand, so Mhm. weiterzuleben." Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt: „Ja, ich wünsche mir einfach eine Familie, ich möchte ein Kind haben." Und ich bin dann draufgekommen, plötzlich eigentlich, dass es ja gar nicht unbedingt der Wunsch nach einer Schwangerschaft war, sondern der Wunsch nach einer Familie, nach einem Kind, nach Mama sein. Und habe mich dann einfach auf andere Wege konzentriert, wie man Mama werden kann. Mhm. Und habe mir gedacht, das muss nicht blutsverwandt sein mit mir. Mhm. Das ist nicht notwendig. Also, wenn es irgendwo vielleicht eins gibt, das für uns bestimmt ist oder wir für das Kind bestimmt sind, dann wird das so sein. Und habe mich dann ein bisschen mit dem Thema Adoption, Pflegefamilie beschäftigt. Und wir haben uns dann angemeldet und sind dann eben, ja, haben diesen ganzen Prozess durchgemacht beim Jugendamt ein Jahr lang, Mhm. nebenbei quasi. Mhm. Oder eigentlich schon, ja, es war eigentlich schon ziemlich am Ende von den Kinderwunschbehandlungen. Zu dem Zeitpunkt haben wir gar keine Kinderwunschbehandlung mehr gemacht. Und haben dann, ja, einfach uns das ein bisschen anders angeschaut quasi. Und ich habe mich dann woanders ein bisschen einbringen können und habe einfach überlegt, was was heißt es, Mutter zu sein oder Mhm. ein Kind großzuziehen? Was will ich dem weitergeben? Warum will ich überhaupt Mutter werden? Also, all diese Dinge, gell? Und das hat mich entschleunigt. Mhm. Das hat mich auch völlig abgebracht von diesem körperlichen: „Ich bin keine Frau, wenn ich kein Kind auf die Welt bringen kann." Das ist ja unglaublich groß, Ja, das hat mich wirklich wenn einfach, wenn das passieren darf. es war eine total Weil schöne sonst Erfahrung. bist du so in dem drinnen, dass du Genau. ja gar nicht mehr denken kannst. Eben, man kann nicht mehr denken. Und das war dann genau das, was die Menschen dann gesagt haben, dieses Leben ohne Kind kann auch schön sein. Man muss nicht unbedingt ein Kind kriegen. Ja, ich habe das dann auch so gesehen. Das Leben ohne Kind kann auch schön sein, aber es ist nicht mein Weg. Mhm. Weil ich will ein Kind haben und ich will eine Familie haben und ich muss halt einfach für mich selbst einen anderen Weg finden, Mhm. wie ich das für mich selbst schaffe. Ja, und habe mich einfach dann mit ganz anderen Themen, also ich bin ja über die Geburt hinausgegangen und habe mich dann eigentlich mit Erziehung und mit Familie auseinandergesetzt. Mhm.
Was heißt das für mich? Was sind die Werte für uns beide? Es waren viele Gespräche, die wir geführt haben. Können wir uns das vorstellen? Können wir das? Schaffen wir das? Wollen wir das? Und ja, wir haben gesagt, wir machen es dann so. Und das hat natürlich Druck ausgenommen. Das hat Stress ausgenommen. Und es war dann so, es werden ja nur 4 Versuche mitfinanziert von der Krankenkasse. Das heißt, wir waren ja finanziell schon sehr knapp bei Kasse. Unser Erspartes ist zur Gänze da hineingeflossen. Und wir haben gesagt, wir können uns auch keinen 5. Versuch, der dann komplett zu zahlen wäre, ich glaube, das sind 7.000, 8.000 € oder was das sind, einfach nicht leisten. Und Kredit nehmen wir keinen auf dafür, weil das wollen wir halt einfach nicht, da sparen wir wenn eher drauf. Und ja, dann haben wir ein Embryo noch eingefroren gehabt. Und dieser eine Embryo ist sehr, sehr lang auf Eis gelegen, ja, weil ich nicht das Gefühl gehabt habe, dass ich das jetzt machen will. Ich habe das Gefühl gehabt, das passt jetzt nicht. Ich habe dann eher für mich diesen Weg, Adoption, Pflege, war dann eher mein Weg auf einmal in dem Moment, weil ich gedacht habe, das passt jetzt gerade einfach besser oder das passt für mich einfach besser. Ist auch noch immer ein Herzenswunsch von mir, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und dann ist die Zeit vergangen und ja, wir haben gewartet. Wir haben unser Leben wieder ein bisschen mehr genossen. Wir haben uns mehr umeinander gekümmert. Der Kinderwunsch ist ein bisschen weniger, genau, ein bisschen zur Seite gegangen. Und irgendwann mal, und das war das dann auch wieder so eine interessante Geschichte, wo ich sage, das Leben, es ist alles irgendwo, glaube ich, vorgeschrieben. Ich war dann beim Frauenarzt bei der normalen Jahresuntersuchung und er untersucht mich und sagt, ja, wie schaut's denn jetzt aus eigentlich? Wollt ihr das nicht mehr versuchen? Haben wir noch was auf Eis quasi? Weil er ist mit meinem Kinderwunscharzt befreundet, die kennen sich sehr gut. Und ich sage dann, ja, einen haben wir noch, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte ihn auch deswegen nicht einsetzen, weil ich immer Angst gehabt habe, dass wenn der weg ist, dann ist alles weg. Dann ist alles weg. Und das Noch war so die letzte Hoffnung, die auf Eis gelegt ist. Also, ich möchte lieber, dass der da bleibt, wo er ist, weil da ist er dann noch. Und wenn ich ihn jetzt benutze, dann, oder wenn wir ihn einsetzen, benutzen klingt blöd, einsetzen, dann ist er das auch weg. Und deswegen wollte ich den irgendwie für mich behalten. Ja, und dann hat er gesagt, ja, aber es schaut gerade alles so super aus und ich glaub, du hast einen Eisprung. Und ich sage, ein Eisprung? Ich will jetzt keinen Eisprung haben. Und war dann 3 Tage später, glaube ich, in der Kinderwunschklinik und der Arzt schaut mir an und sagt, ja, haben wir einen Eisprung? Kurz vorm Eisprung. Und ich sage, das ist ja unmöglich jetzt einfach so. Vor allem die Jahresuntersuchung, die war ja willkürlich in irgendeinem Monat. Ja, und dann hat er gesagt, ich soll in 2 Tagen, glaube ich, wiederkommen. Ich habe eine Auslösespritze gekriegt für einen Eisprung und dann setzen wir den ein. Ich war ganz perplex und hm? Und dann, ich weiß noch, es war mein Partner, der hat gesagt, sollen wir das jetzt machen? Und er sagt dann, naja, warum nicht? Ich sage, bist du da sicher, dass wir das jetzt machen sollen? Also das war so, da war keine Zeit, um nachzudenken eigentlich darüber. Das war kurz vor Ostern. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay, machen wir es halt. Machen wir es einfach. Und wir haben es dann gemacht und ich weiß noch, das war das einzige Mal, wo wir niemandem was davon erzählt haben. In unserem Umfeld. War nicht böse gemeint, aber es war hat einfach nicht gepasst. Es hat einfach diesmal nicht gepasst, darüber zu reden. Es waren auch einige Familienmitglieder beleidigt, weil wir über Ostern weggefahren sind. Wir sind nämlich einfach mit unseren Sachen, wir haben Sachen zusammengepackt. Das heißt, ihr habt den einsetzen lassen und seid nach Wien. Ja, sind nach Wien gefahren mit den Hunden. Also wir haben die Hunde eingepackt, das war ein paar Tage später und sind einfach gefahren. Und haben gesagt, wir bleiben jetzt eben über Ostern in Kroatien. Damit uns keiner anredet und keiner was fragt und keiner was sagt und keiner was tut. Und dann, wenn wir zurückkommen sind, ein paar Tage später, habe ich dann, glaube ich, schon den Test gemacht. Ja. Und ich mache diesen Test und dieser Test war positiv. Und ich habe den angeschaut und gesagt, na, unmöglich. Unmöglich, weil ich muss Tausende von Euro in Schwangerschaftstests investiert haben. Ich weiß, also ich würde wirklich gerne wissen, wie viel es ist, weil es mich echt interessiert. In all diesen 2 Jahren, wo eine Behandlung nach der anderen war, habe ich jedes Mal unzählige Schwangerschaftstests verwendet. Und da verwende ich einen und der funktioniert. Und ich bin natürlich dann gleich gegangen und habe weitere Tests gekauft, weil es kann ja nicht sein, dass der jetzt positiv ist. Also ich habe da sicher 5 bis 10 Tests oder mehr gemacht. Also mehr wie 10 Tests. Ich habe sogar dann, als ich schon vom Arzt bescheinigt bekommen habe, dass ich schwanger bin, weiterhin Schwangerschaftstests gemacht. Weil ich das daheim nicht glauben habe können, dass ich jetzt schwanger bin. Also es war für mich eine der, es klingt jetzt komisch, absurdesten Situationen meines Lebens. Ich habe das
wie geht das jetzt auf einmal noch? Mhm. All dem, was wir da mitgemacht haben, was wir da Mhm. erlebt haben, wie kann das jetzt möglich sein? Dass das Universum dich so weit gezwungen hat in diesem Loslassen von allem und wo du dann losgelassen hast. Also, ich habe Was eine möglich? auch emotionale und psychische Weiterentwicklung in dieser Zeit gemacht, da bin ich mir 100% sicher, wenn es nicht gewesen wäre, in dem Ausmaß nie gehabt hätte. Mhm. Weil da habe ich mich wirklich mit den tiefsten Tiefen meines Selbst beschäftigt. War das tiefer als deine Hüft-OPs? Ja, war's. Mhm. Auf eine gewisse Art und Weise war's, ja, nein, auf alle Fälle. Es war auf alle Fälle tiefer. Doch, ganz bestimmt, ja. Mhm. Weil man einfach so viel hinterfragen anfängt. Und man hat ja doch dann, oder ich habe dann doch schon eine gewisse Zeit meines Lebens wieder gelebt. Und man fängt ja dann noch mehr Dinge an zu hinterfragen. Also ich bin ja von Dingen wie, was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, über, ist es die Hüftoperation vielleicht an sich gewesen, war auch ein Arzt, der auch gesagt hat, das könnte auch mitspielen. Natürlich, ich habe wahnsinnig viele Röntgenuntersuchungen, CT-Untersuchungen, die Operationen haben Stunden gedauert, unter CT, alles im Unterleibsbereich. Also es ist schon so gewesen, dass man da auch nicht ganz sicher ist, ob da vielleicht Das eine Rolle gespielt. was mitspielt, gell? Ja, nein, es war Und die krasseste Reise meines was Lebens, deines ja. Lebens. Und wann war es für dich dann so richtig reell, dass du gewusst hast, jetzt sind nicht nur die Schwangerschaftstests, die mir zeigen, dass da dass sich ein Leben kreiert da in mir, sondern das tatsächlich so. Wann würdest du sagen, war das dann? Wahrscheinlich, als ich sie gespürt habe im Bauch irgendwo, aber ich denke, ich habe bis zur Geburt gebraucht, Mhm. um zu realisieren, dass ich wirklich Mama wäre oder geworden bin. Also, es war die ganze Schwangerschaft über, ich habe mich irrsinnig gefreut. Ich habe wenig Sorgen eigentlich gehabt, muss ich sagen, grundsätzlich. Mhm. Aber weil ich mir einfach von mir selber gedacht habe, wenn jemand so viel Probleme hat, schwanger zu werden, Mhm. dann wird das Universum nicht hergehen und mir die Schwangerschaft abbrechen oder Mhm. es wird einfach, ich habe dann dieses Vertrauen gehabt, da wird jetzt nichts passieren. Das ist richtig groß. Ja, das habe ich für mich selber so gehabt einfach. Mhm. Und ich dachte, okay, das kann jetzt einfach nicht wahr sein. Deswegen, wenn so Gedanken kommen, natürlich, was ist, wenn was passiert, habe ich das irgendwie so versucht, immer ein bisschen von mir wegzuschieben. Und wie hast du dann die Schwangerschaft erlebt? Wie war die Schwangerschaft dann für dich? Also die Schwangerschaft war körperlich und durch meine Hüftleiden eigentlich schon anstrengend, schwierig für mich, schmerzhaft für mich. Aber es war faszinierend. Also es war einfach die Bewegungen in meinem Bauch zu spüren, die Liebe, die ich für diesen Menschen schon gehabt habe, die Neugier, Mhm. was erwartet mich dann eigentlich? Auch Angst eigentlich dann auch vor der Mutterschaft selber, ob ich Mhm. das alles schaffen werde, ob ich das Mhm. richtig machen werde. Mhm. Diese Dinge sind schon viel in meinem Kopf gewesen, aber es war von der ersten Sekunde bis zur letzten, und ich habe es auch heute noch jeden Tag, wenn ich mein Kind anschaue, meine erste Tochter anschaue, ich bin einfach nur dankbar, und das jeden Tag, und ich bin bewusst, nicht nur so dahergesagt, ich bin bewusst dankbar. Ich schaue sie an und ich bin bewusst dankbar. Mhm. Jeden Tag, dass ich dieses Kind haben darf. Es ist halt natürlich schon so, wenn man so viel mitgemacht hat oder so viel tun hat müssen Dafür. dafür. Mhm. Das ist schon ein Punkt, dass man dann, also ich habe halt oft so das Gefühl, ich muss mehr machen als alle anderen, weil mir das nicht unter Anführungszeichen in den Schoß gefallen ist. Dass du noch dankbarer Ja, sein und ich musst. muss noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist zum Beispiel jetzt mein Thema, was ich jetzt Mhm. in den nächsten, und vielleicht auch jetzt mit dem zweiten Kind dann einfach ein bisschen aus mir rausbekommen möchte, dass ich habe es genauso verdient wie alle anderen. Mhm. Und ich darf genauso meine Fehler machen als Mama wie alle anderen. Mhm. Aha, dass du dir auch diesen Druck rausnimmst, dass jetzt, weil das so der Weg so schwer war, jetzt Ja. musst du die perfekte Genau. Mama sein, Alles weil richtig machen. Ich darf das ist nichts halt. falsch machen, weil Und wenn du jetzt ganz ehrlich bist, geht das? na, unmöglich. Unmöglich. Absolut unmöglich. Und gut so. Mhm. Es ist gut so. Ich glaube, das ist
Ich glaube, das ist der größte Druck, den wir mit uns machen, Ja. dass wir glauben, wir können. Wir haben diese Illusion, dass wir glauben, wir können es perfekt machen. Mhm. Wir haben diese Illusion, dass wir glauben, wir können und müssen es, ja genau. Und das ist einfach, das ist eine Falle, in die man immer wieder selbst So ist hineinfällt. es. Aber für mich war natürlich klar, was will ich, dass aus meiner Tochter wird? Und was wünschst du Und dir für ich deine wünsche Tochter? mir, dass meine Tochter sich akzeptiert und nicht versucht, perfekt zu sein, weil perfekt gibt's nicht. Mhm. Und dass sie all die Dinge und auch all die Dinge, die ich erlebt habe, das ist auch so ein Augenmerk, dass ich oder ich lege da sehr, sehr starken Wert drauf, dass das, was ich erlebt habe, nicht auf sie weiter zu projizieren. Dass sie einfach ihren eigenen Weg machen kann und dass sie sich nicht so einen Stress macht. Und dass man einfach, ja, Weißt du, wie groß das ist, was du gerade gesagt hast? Dass du dir wünschst für deine Tochter, dass das, was deine Geschichte ist, sie nicht in ihrem Rucksack tragen muss. genau. Und dass Das, du weiterhin mutig genug bist, dir nicht perfekt zu erlauben und hinzuschauen, was treibt dich dazu und wie kannst du es loslassen. Weil ich glaube, je mehr wir es als Eltern loslassen, machen wir den Rucksack unserer Kinder einfach leichter. das glaube ich auch, ja. Und ich glaube mittlerweile, also manchmal fragen mich die Eltern, ob sie jetzt eine Zusatzversicherung abschließen sollen für ihr Kind und unterschiedlichste andere Sachen, Stammzellen aufbewahren und so weiter und so fort. So Möglichkeiten, wie kann man sich vorbereiten, wenn irgendwas ist, damit das Kind gut versorgt ist. Und nachdem ich mich in den letzten Jahren einfach sehr viel mit Trauma auseinandergesetzt habe und wie wir das zum Teil, wie wir Themen von Generation zu Generation eigentlich weitertragen und wie mutig es eigentlich ist, wenn wir uns trauen, da hinzuschauen und es ein bisschen aufzulösen für uns selbst, für unsere Vorfahren, aber vor allem für unsere Kinder, weil ihr Rucksack muss einfach leichter werden. Ja. Und das passiert nur, indem wir diesen Rucksack auspacken. Wenn wir unseren eigentlich auspacken beginnen, Das glaube ich dann auch, können sie einfach ein anderes Leben leben, weil Challenges werden sie trotzdem genug haben. Absolut. Und ich glaube auch, und das merke ich zum Beispiel jetzt auch, es kommen trotzdem Situationen, wo all das hochkommt. Gell? Also man wird mit dem immer wieder konfrontiert. Und das ist zum Beispiel meine Aufgabe für meinen nächsten Lebensabschnitt, für mich gute Wege zu finden, mit diesen Situationen umzugehen. Also ich habe auch, das war beim Kinderwunsch interessant, nachdem ich schwanger war, eben mich sehr schlecht gefühlt, deswegen muss man uns ehrlich sagen, aber darf auch sein, das ist auch in Ordnung. Ja, genau. Und das weiß ich jetzt auch, deswegen kann ich auch darüber reden, weil ich mich auch für das nicht mehr schäme. Man trifft dann halt danach immer wieder Frauen, die ganz schnell und unkompliziert schwanger geworden sind und unkomplizierte Schwangerschaften haben. Und man freut sich, also ich habe mich immer gefreut für die, aber es war immer so im Hintergrund dieses kleine bisschen Neid vielleicht. Oder auch irgendwie, warum passiert mir das alles und den anderen nicht? Warum haben es manche so einfach? Und mittlerweile habe ich mich so sehr mit dem beschäftigt, mit dieser Emotion, die da in mir aufkommt. Ich habe sie nicht weggestoßen, sondern ich habe sie zugelassen, dass ich jetzt wirklich sagen kann, wenn mir jemand erzählt, er ist leicht schwanger geworden oder er ist beim ersten Mal diese Oder Geschichten überraschend oder er wollte gar nicht und jetzt ist er schwanger oder beim ersten Mal Geschlechtsverkehr und zack, bumm, es hat funktioniert, ist er schwanger. Dass ich mich einfach nur unendlich freue, dass das, was ich durchgemacht habe, nicht jede Frau durchmachen muss. Und dass ich das niemandem wünsche. Ich wünsche das einfach niemandem. Und man muss diese Dinge dann einfach für sich selbst auch ein bisschen anders besetzen, glaube ich, mit der Zeit. Und das schafft man, aber es braucht halt Zeit. Und ich habe einfach mir selbst gesagt, ich gebe mir die Zeit. Wenn diese Dinge, wenn so Gedanken kommen, die sind nicht bösartig gemeint von mir, das ist normal. Weil ihr halt ja auch gern gehabt und ich habe es auch verdient gehabt, aber es war halt nicht so. Es ist einfach richtig groß, wenn man das so betrachten kann. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade erzählt hast, dieses zuzulassen, dass wir auch Neid in uns haben, dass wir auch Missgunst in uns tragen, dass wir auch Wut in uns tragen, das nicht zu unterdrücken und wegzuschieben. Und weil wo wir vor allem Frauen ganz gut sind darin, dass wenn solche Gedanken kommen,
und solche Gefühle kommen, Mhm. dass wir einfach so elegant gelernt haben, das einfach wegzutun, ist ja eh alles in Ordnung. Es Genau, ist ja ja. nichts. Nein, das bin ich ja nicht. Das ist ich Ja. nicht, okay? Und dass das ein Muskel ist, der viel stärker ausgeprägt ist eigentlich in uns. Und das zuzulassen, zu sehen, nein, das ist ein Teil von uns. Und Neid darf ich spüren, Mhm. aber wenn ich es mir erlaube, dass ich es spüre, dann habe ich ja schon so einen Abstand dazu und dann darf ich das mit einem Abstand betrachten und dann liegt es in meiner Macht, was ich daraus mache. Mhm. Und das bringt uns dann eigentlich immer, und ich glaube, dass das so oft im Leben ist, dass man so an der Kippe ist oder so an der Messerschneide, diese Entscheidung, wenn ich in die Situation komme, entscheide ich mich dann dafür, dass ich mutig das zulasse, auch wenn es mir nicht so unbedingt gefällt, und aber mich entscheide, dass ich eine Macht darüber habe, was ich daraus mache, oder ob ich das eher unterdrücke und mich sofort arm fühle und sofort in dieses Opferdasein hineingehe. Ich bin so arm. Warum ist das mir passiert? Und alle anderen werden sofort schwanger. Und ich bin so arm. Und nur ich und alle anderen. Und dass man da sich sehr gut darin verlieren kann. Ja, Dass das man kann sich man, da super drinnen verlieren kann. Und dass das definitiv allgemein in unserer Kultur der Bereich ist, in dem wir uns viel mehr drin befinden. Und dass wir Frauen da durch unsere Konditionierung noch einmal mehr Talent haben, uns in diesem Kreis zu drehen, uns selbst leid zu tun und dann warten, bis uns die Welt von außen rettet Ja. und noch immer der weiße Prinz Irgendwer kommt. in deinem Fall jetzt auf dem weißen, im Ärztekittel daherkommt und sagt, ach, ich mache das für Sie. Und wir schaffen das schon. Oder der Prinz, der dich befruchtet, okay? Oder whatever. Und dich rettet aus dem Zustand heraus. Aber dass es trotzdem eine Entscheidung in dir war. Auch das, was du früher erzählt hast, dass du gesagt hast, okay, du lässt es jetzt einfach los und du wirst nicht Opfer nach diesen so vielen Versuchen deines Zustands und deines Schicksals, sondern nein. Ja, und ich glaube, dass man zulassen muss, dass das auch ein Teil ist, Ja, dass es genau. auch sein darf, dass man Ja, sich genau. nicht, dass man für einen Moment vielleicht nicht rauskommt Ja, genau. und sagt, ich will da jetzt kurz sein, Ich will da in Will, diesem genau. Sulzen drinnen, in diesem aber genau. Schlamm mich da herumsulzen. Ja, und lasst mir mich in leid Ruhe tun. und lasst mich einfach und das ist auch mein Recht. Aber dann irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sagt, so und jetzt ist genug. Jetzt ist genug und jetzt muss man einfach irgendwo einen anderen Weg finden. Und ich glaube halt, das ist die Kinderwunsch-Thematik ist einfach, oder die Kinderwunschreise ist deswegen so schwierig, weil man hat von außen wenig Menschen, die Verständnis haben. Die haben dann wenig Verständnis dafür, dass man vielleicht eine Freundin mit Kindern dann eine Zeit lang nicht sehen will oder dass man sich zurückzieht oder dass man sich ein bisschen einigelt. Und wenn es da mehr Menschen geben würde, die sagen würden, du, das ist okay jetzt, dass du das so empfindest und dass du die jetzt so in die zurückziehst und dass du die vielleicht auch kurz mal suhlst. Und dass du diesen Schmerz zulässt, Genau. der in dir ist. Diese Personen sollten dann aber irgendwann mal sagen, so, und das hat der Benji, also mein Partner, der Benji bei mir gemacht, er hat gesagt, so, jetzt mach mal irgendwas, weil... Und du warst bereit, das zu hören? Genau, ich war bereit und bin mitzugehen. bin das Thema angegangen. Aber es helfen keine Floskeln wie, es wird schon irgendwann funktionieren, oder die schlimmste Aussage, wenn wir vorher noch drüber geredet haben, ist mir jetzt gerade eingefallen, ist, entspann dich mal. Also das war so ziemlich das Schlimmste und auch vor allem ist eine Aussage, mit der man halt null anfangen kann. Ja, nein, Alles in der Spannung. okay, du hast mir jetzt gesagt, ich soll mich entspannen, also ich setze mich jetzt hin und ich entspanne mich jetzt einfach. Und ist dir das nicht gewesen, oder? Nein, weil das einfach unmöglich ist, weil man immer tiefer in diese Materie, ich war ja zum Schluss schon fast selber Fertilitätsexpertin. Also ich kenne mich auf der Thematik super gut aus. Also das ist wirklich, also mein Arzt hat sich oft auch gedacht, so jetzt ist aber dann mal genug, gell, wenn ich ihm schon gesagt habe, was er tun soll. Also ja, es ist
es ist halt einfach eine schwierige Situation. Aber ich verstehe nicht, warum das in unserer Gesellschaft noch immer nicht angekommen ist, dass man das auch leben lassen darf, dass man so Situationen, es soll das doch das Normalste der Welt werden. Weißt du warum? Und das würde entspannen. Ja, genau. Das würde entspannen. Also ich Das glaube würde- deswegen, weil wir in einer Welt aufwachsen, sozialisiert werden, wo wir glauben, das ist das Normalste. Und weil sich so viele, also ich traue mir jetzt einfach, weil so viele Jahrhunderte die Frau ja nicht einmal eine Möglichkeit, sich zu äußern gehabt hat, weil sie ja einfach keine Stimme gehabt hat. Und wenn wir dann mehr in diesem Bewusstsein, sagen wir mal so, wo es dann nach dem Zweiten Weltkrieg einfach mehr Bewusstheit in diese Reproduktionsphase hineingekommen ist, und wo dann die Frauen durch die sexuelle Revolution in den 70er Jahren mehr Macht über ihren eigenen Körper erlangt haben und angefangen haben, darüber zu reden, konnte sich das einfach mehr ändern. Und es konnte sich ändern, zuerst mit diesem Aspekt, dass wir über unser Körper bestimmen dürfen. Und was die Fruchtbarkeit angeht, das ist halt echt heftig deswegen, weil so viel Scham drüber liegt. Und weil da so viel Scham drauf liegt, Scham darüber, dass es nicht funktioniert, Scham darüber, dass man sich nicht als Frau fühlt, Scham darüber, dass man diesen Wunsch der Mutterschaft sich nicht erfüllen kann. Man schämt sich ja dafür und das hast du früher auch gesagt. Ja, absolut. Und weil man sich dafür schämt, spricht man nicht darüber. Genau. Und glaubt, dass man die Einzige ist, bei der es so ist. Und wenn wir diesen Schritt machen, den du jetzt gemacht hast, indem du heute da bei mir sitzt, dass du mutig dir das Wort nimmst und offen darüber sprichst, glaube ich, dass es so vielen Frauen, die sich das anhören, einfach helfen wird, auch darüber zu reden. Das hoffe ich. Das ist auch ein Grund, warum ich da sitze. Und je mehr Frauen darüber sprechen, umso normaler wird das einfach. Ja. Genau so geht es den Frauen, die ihre Kinder verlieren. Es verlieren so viele Frauen ihre Kinder im ersten Trimester der Schwangerschaft und fühlen sich auch genauso, wie du es erzählt hast, als Versagerin, schämen sich dafür und reden einfach nicht drüber. Und erst wenn sie selbst anfangen, drüber zu reden, dann erfahren sie, hey, dass es anderen auch passiert ist. Und dass sie nicht die Einzige sind. Es ist halt so, dass ich oft das Gefühl habe, dass für Außenstehende das alles nicht schlimm ist. Das ist mir oft widerfahren. Das ist auch bei Freundinnen und Bekannten, die Fehlgeburten gehabt haben, auch so gewesen, dass das dann einfach auch eben auskommt, wie das war ja noch nichts oder das ist ja nichts und ja, mein Gott, ich meine, da wird man halt nur nicht schwanger, sei froh, dass du keinen Krebs hast, so quasi. Gell? Also es ist für jeden anderes was schlimm oder für jeden ist was anderes schlimm. Und ja, ich bin froh, dass ich nicht sterbenskrank bin und ich bin froh, dass ich ein gesunder Mensch bin, aber trotzdem habe ich ein Bedürfnis. Und auch diese Frauen, die ein Kind verloren haben, haben ein Bedürfnis gehabt und die haben Leben in sich getragen. Und das ist, so wie du sagst, solange nicht darüber ganz normal geredet wird und ich muss wirklich, also ich lach innerlich fast jedes Mal, wenn ich erzähle das oft Menschen, was mir passiert ist oder dass ich künstliche Befruchtung gehabt habe. Ich komme gar nicht zum Detail, weil die meisten drin sind eh schon, oh Gott, was da jetzt erzählt wurde, die erzählt jetzt sowas Persönliches. Ja, das erzähle ich. Ich erzähle das und ich würde das fremden Menschen aufbinden quasi, weil ich einfach fühle, dass das nichts Abnormales ist. Das soll ganz was Normales sein. Und das ist, freilich die gesamte Geschichte und mit allen Einzelheiten, ich meine, das würde ich jetzt nicht unbedingt einer fremden Person irgendwie aufs Auge drücken. Aber ich sage, wenn man jetzt drüber redet, und man redet ja oft mit irgendwelchen Frauen über die Kinder, so jetzt haben wir Kinder, und dann kommt halt von mir dann oft irgendwann mal, ja, ich habe es halt sehr schwer gehabt, schwanger zu werden. Ach so, ja, okay, na, aber dann wird schon gar nichts mehr, dann wird das schon fast irgendwie das Thema wieder umgedreht, dass man da gar nicht mehr drauf eingeht. Weil das ist zu persönlich. Nein, es ist nicht persönlich, es ist normal. Jetzt würde ich mir eins von dir wünschen, bevor wir heute
zu einem zu einem Ende kommen. Was würdest du der Welt da draußen sagen? Was sind vielleicht 3 Punkte oder 3 Sachen, die dir geholfen hätten in diesem Prozess Mhm. da, des Kinderwunsches? Was wäre wirklich gut angekommen? Also es wäre mir sehr gut angekommen, wenn die gesehen worden wäre. Mhm. Das wäre schon mal das Erste gewesen. Mhm. Dann Interesse Mhm. wäre für mich eine total tolle Sache gewesen. Wenn das Mhm. Gefühl hat, jemand interessiert sich wirklich dafür und fragt mich. Ich war immer bereit, das zu erzählen. Ja, und das Dritte natürlich, ja, das dann vielleicht auch am Ende des Ganzen nicht wegzuradieren. Mhm. Weil es ist ein Teil von mir und es wird immer ein Teil von mir bleiben. Und es wird immer eine Zeit in meinem Leben sein, in meiner Vergangenheit, die wahnsinnig schmerzhaft und wahnsinnig prägend Mhm. war. Und das sollte auch akzeptiert werden. Und Mhm. dann, wenn man dann Und dass darüber du das auch spricht, sagen darfst. genau, dass ich über das sprechen darf, ohne dass jemand zu mir sagt, ist eh schon vorbei. Mhm. Oder hast du es selber, also Ja, wolltest du es selber genau, sagen? wollte es selber so. Und jetzt hast du ja das Kind. Also Ja, wo ist jetzt genau. das Problem? Warum leidet man manchmal noch? Weil du hast ja Das jetzt, ist schon es ist ja alles gut jetzt. Mhm. Man kann diese Dinge nicht wegradieren und das sollte einfach ganz klar sein. Ich würde mir auch wünschen, das würde ich mir wirklich wünschen, das habe ich mir jetzt bei uns am zweiten Wunder gewünscht, weil ich bin dann ganz anders im Wartezimmer gesessen bei einer Kinderwunschklinik als vorher. Mhm. Ich habe beim ersten Kind auch zu denen gezahlt, die auf den Boden schauen und mit niemandem kommunizieren und so tun, als ob sie nicht da wären und einfach nur hoffen, dass keiner einer kommt, den man kennt. Mhm. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass es vielleicht zukünftig so wäre, wie wenn man beim Kinderarzt eine andere Mama trifft, mit der man sich über Kinder unterhaltet oder ein nettes Gespräch führt, dass man vielleicht auch in einer Kinderwunschklinik im Wartezimmer sitzen kann und sich unterhalten kann und austauschen kann, Mhm. dass diese Frauen sich gegenseitig sehen. Mhm. Aber es ist, also das, was ich erlebt habe, war einfach, dass sich jeder schämt und auf den Boden schaut. Mhm. Und das würde ich mir für die Zukunft auch sehr wünschen. Ich werde wahrscheinlich keine Kinderwunschklinik mehr aufsuchen, aber ich würde es allen Frauen wünschen, die es in Zukunft noch vor sich haben. Okay. Und was würdest du den Frauen, die auch eher einen schwereren Weg haben bis zu ihrem Kinderwunsch, vielleicht, welche 3 Sachen würdest du denen mitgeben wollen? Ähm, ja, was würde ich denen mitgeben wollen? Dass jede Emotion in Ordnung ist, Mhm. dass jedes Gefühl in Ordnung ist, Mhm. dass sie genug sind, Mhm. dass es einfach, ja, dass sie stolz auf sich sein sollen. Stolz, vor allem stolz auf das, was sie schon geschafft haben, was sie schaffen werden. Und ich wünsche ihnen einfach mit allem, was ich habe, den Erfolg, dass sie ein Kind kriegen, wenn das ihr Wunsch ist. Ich wünsche es wirklich jedem. Also Hast du für dich heute das Gefühl, dass du genug bist und dass stolz bist auf dich? ja, ich bin jetzt vielleicht natürlich am Ende der Schwangerschaft etwas hin und her gerissen teilweise, aber ja, ich bin stolz auf mich. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das Wunderschön. geschafft habe. Ja. Danke. Und ich bin super stolz auf dich, dass du so mutig bist und da sitzt und deine Geschichte erzählt hast. Danke dir. Schön. Danke. Gerne. Danke, Schatz. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimmen von Menschen weiterzutragen.